Ella, eine ältere Dame, lebte in dem wunderschönen Land Norwegen. Norwegen ist bekannt für sein reiches Erbe und seine vielen Sehenswürdigkeiten. Aber das, was Ella besonders liebte, war die atemberaubende Schönheit des Landes. Die weiten Ebenen, das kristallklare Wasser der Fjorde und die Vielfalt der Tiere, die die natürliche Landschaft durchstreifen, machen es zu einem der schönsten Orte der Welt. Ella war dankbar, dass sie die Möglichkeit hatte, dort zu leben. Obwohl sie bereits Mitte 70 war, ging Ella immer noch gerne spazieren und erkundete die Wildnis. Sie lebte in einer kleinen Hütte am Rande einer ruhigen Stadt und obwohl ihr nächster Nachbar nur eine kurze Strecke entfernt war, fühlte es sich an, als wäre sie mitten im Nirgendwo. Obwohl sie schon alt war, hielt sie sich gerne fit und ging jeden Tag durch die Wälder, um die natürliche Schönheit Norwegens zu genießen. Doch eines Tages geschah etwas Schockierendes. Als sie durch den Wald spazierte, hörte sie plötzlich einen Schuss. Es war unverkennbar und erstaunlich. Sie schaute sich um, sah jedoch keinen Jäger. Doch sie wusste, dass jemand da draußen war und auf die Hirsche zielte, die diese Gegend durchstreiften. Mit Sorge setzte sie ihren Spaziergang fort und hielt Ausschau nach möglichen Gefahren. Und dann sah sie es. Ein verletztes Reh lag in der Mitte des Weges vor ihr. Es war offensichtlich angeschossen worden und ist geflohen, doch seine Kraft hatte es verlassen und es war zusammengebrochen. In Sorge um das Tier lief Ella zu dem Reh und stellte fest, dass es wahrscheinlich leicht genug war, um es zu tragen. Mit einiger Anstrengung hob sie das kleine Reh auf und trug es langsam zu ihrem Zuhause. Ella war zwar keine medizinische Fachkraft, sie hatte keinerlei medizinische Ausbildung, aber sie wusste, dass sie diesem Reh auf jede erdenkliche Weise helfen musste. Vielleicht konnte sie sein Leben nicht retten, aber sie würde ihr Bestes versuchen. Sie legte das Tier auf ihre Veranda und eilte los, um ihm etwas zu essen und zu trinken zu besorgen. Sie stellte die Schüsseln neben den Kopf des Rehs, doch es zeigte nur wenig Interesse daran. Als sie sich die Wunde ansah, desinfizierte Ella die Stelle und verband sie mit Tüchern und Verbänden, die sie im Haus hatte. Sie schaffte es sogar, das Reh dazu zu bringen, ein paar Schmerzmittel zu nehmen. Sie wusste nicht, ob normale Schmerzmittel überhaupt eine Wirkung bei einem Tier hatten. Aber es war ein Versuch wert. Sie deckte das Reh mit einer warmen Decke zu, während es auf ihrer Veranda lag. Jetzt konnte Ella nur noch warten. Vielleicht hatte sie geholfen, vielleicht auch nicht. Jetzt hing alles vom Glück ab und davon, ob das Reh die Nacht überstehen würde. Mit geringen Hoffnungen ging Ella zu Bett. Umso überraschter war sie am nächsten Morgen, als sie das Reh nicht nur lebend vorfand, sondern es hob sogar seinen Kopf an und wirkte aufgeweckter. Die Futterschüsseln waren leer, also hatte es offensichtlich gegessen und getrunken. Ella eilte in die Küche, um mehr Futter zu holen. In den nächsten Tagen erholte sich das Reh langsam. Es schien, dass die Verletzung nicht allzu schlimm war und das Tier Glück hatte, dass es nicht infiziert wurde. Ella wechselte regelmäßig die Verbände und hielt die Wunde sauber. Mit der Zeit begann sie zu verkrusten und heilte langsam, aber sicher. Das Reh wurde von Tag zu Tag stärker und Ella und das Reh entwickelten eine seltsame Freundschaft. Das Reh verstand, dass Ella da war, um zu helfen, und sie hatte offensichtlich sein Leben gerettet. Jeden Morgen wachte Ella auf und sah das Reh, welches sich sehr gut erholt hatte. Ella konnte es kaum fassen. Das Essen und die Pflege hatten dem Reh geholfen, sich zu erholen, und es schien, dass es sich bei Ella sicher und geborgen fühlte. Eines Morgens wachte Ella auf und fand das Reh nicht mehr auf ihrer Veranda vor, wo es seit ihrer ersten Begegnung gewesen war. Es war in ihrem Garten und lief herum. Obwohl es an den Vorderbeinen verletzt war und leicht hinkte, schien es, dass es sich daran gewöhnte. Es schien nicht allzu große Schmerzen zu haben und humpelte fröhlich zu Ella, als sie die Tür öffnete. Sie fütterte es mit Brot und stellte Wasser und Futter für das Tier bereit. In den nächsten Monaten blieb das Reh in der Nähe von Ellas Haus. Mit jedem Tag wurde es stärker und seine Gesundheit verbesserte sich. Es lief wieder normal, als wäre es nie angeschossen worden. Es hatte großes Glück gehabt, denn die Dinge hätten viel schlimmer kommen können. Das Fleisch von Rehen ist eine Delikatesse und es können allerlei köstliche Gerichte daraus zubereitet werden. Deshalb werden sie häufig gejagt und getötet. Doch so sehr Ella den Geschmack mochte, konnte sie es nicht ertragen, ein armes Tier so leiden zu sehen. Es hätte ihr das Herz gebrochen, das Reh qualvoll und langsam sterben zu sehen. Hätte sie nicht geholfen, hätte der Jäger das sterbende Tier aufgespürt, es erlöst und sein Fleisch verwertet. Auch die Geweihe des Rehs sind wertvoll und viele Jäger trennen sie von der Leiche und verkaufen sie. Ella war zwar kein Vegetarier, aber solche Dinge ließen sie immer wieder darüber nachdenken. Sinnloser Mord war niemals richtig, egal wer oder was getötet wurde. Mit der Zeit begann das Reh weiter wegzuwandern und blieb manchmal tagelang nicht bei Ella zu Hause. Doch am Ende kehrte es immer wieder zurück, um eine Streicheleinheit und eine Schüssel Futter zu bekommen. Jahre vergingen und das Reh wurde groß, stark und mächtig. Dennoch kam es immer wieder zu seiner Retterin zurück. Jeden Tag im Winter klopfte es sanft mit seinen massiven Geweihen ans Fenster und versuchte Ellas Aufmerksamkeit zu erregen. Sie brachte ihm etwas Brot und saß eine Weile bei ihm. Es wurde zu einer Art Routine für sie, aber es war ihr niemals eine Last.
Sie fühlte eine gewisse Verantwortung und Liebe für das majestätische Tier und war stolz darauf, dass es immer wieder zu ihr zurückkam, um ihr für das, was sie getan hatte, zu danken. Ella, nun 81 Jahre alt, sagte über ihre Beziehung zum Reh: Wenn es ans Fenster kommt, steht es dort und wartet auf mich. Ich sehe, wie es versucht, durch die Vorhänge zu spähen, bevor ich sie öffne. Es wartet draußen, bis ich komme und ihm Brot oder etwas Ähnliches gebe. Es ist ein sehr schönes Tier. Zum Glück versucht jetzt niemand mehr, ihn zu töten, denn er ist unser Freund. Im Winter kommt er öfter zu mir, im Sommer und Frühling passiert das nicht so oft, da er weit in die Berge reist. Aber ich freue mich natürlich immer, ihn zu sehen, wann immer er vorbeikommt. Er liebt es wirklich, in der Nähe von Menschen zu sein und mir weiterhin seine Dankbarkeit für das, was ich getan habe, zu zeigen. Natürlich würde Ella alles wieder genauso machen. Sie war eine freundliche, nachdenkliche und großzügige Seele, die Tiere liebte und respektierte. Die Geschichte von Ella und dem verletzten Reh lehrt uns, dass es sich immer lohnt, Mitgefühl zu zeigen und anderen Lebewesen zu helfen. Selbst wenn man kein Experte ist, kann man durch kleine Taten Gutes tun und Leben retten. Manchmal genügt es, einfach da zu sein und jemanden zu trösten. Ella bewies, dass man niemals zu alt ist, um Gutes zu tun und dass unsere Handlungen einen Unterschied machen können, selbst in einer so großen und oft grausamen Welt. Schau dir jetzt noch diese emotionale Geschichte an von einem Tiger, der Soldaten um Hilfe anbettelt. Als sie den Grund dafür entdeckten, waren sie schockiert.